Hallo meine Lieben, ich freue mich, dass ihr mal wieder hier zurückschaltet. Meine Locken, die sind hier, die habe ich fest verpackt zu Cornrows. Zeige ich euch mal von allen Seiten. So sehen die aus. Kann man das überhaupt sehen? Oh, doch. Diese wundervollen Cornrows habe ich mir vor einer Woche hier flechten lassen in Berlin. Dafür war ich in einem Afro-Shop und ich dachte mir, ich mache das mal wieder, weil ich diese Frisur schon mal vor über einem Jahr hatte, als ich eine Reise in Belize machte. Und dadurch, dass ich durch diesen Stil von Cornrows sehr begeistert war, dachte ich mir, dass ich das jetzt nochmal machen möchte. Weil jetzt gerade im Sommer, wo es jetzt ziemlich heiß ist, hat man vielleicht schon das eine oder andere Problem mit seinen Locken. Man schwitzt, es ist unerträglich, man möchte am liebsten sich sofort die Haare kahl abscheren. Ja, soweit sollte es noch kommen, ne? Also diese Cornrows hier, die ich habe, die eignen sich perfekt für den Sommer. Besonders für die, die zum Beispiel sehr viel Sport machen, so wie ich jetzt. Man möchte ja nach dem Lockdown ja schon das eine oder andere Kilo ja loswerden. Eignen sie sich besonders gut, weil man schwitzt nicht, die Haare kleben nicht auf dem Nacken. Es ist einfach wirklich sehr, sehr komfortabel. Und auch beim Schlafen tut man sich mittlerweile momentan leichter, weil dadurch hat man dann nicht so die Gefahr, dass die Haare sehr schnell brechen oder sehr schnell kaputt gehen. Also meine Cornrows, die ich jetzt hier habe, die habe ich jetzt, wie ich schon gerade sagte, seit ein bisschen über einer Woche. Und insgesamt sollten sie 2 bis 4 Wochen bleiben. Also ich hoffe, die bleiben jetzt auch noch eine Weile. Also vielleicht könnt ihr das ja sehen. Also sie haben sich bis jetzt relativ gut gehalten. An manchen Stellen zum Beispiel hier könnt ihr sehen, wie schon manche Haare abstehen, aber das ist ja völlig normal, denn Cornrows sind ja auch nicht für die Ewigkeit bestimmt. Schaut zu, ich bin gespannt, was ihr dazu sagen werdet, denn die Pflege von Cornrows auf jeden Fall ist schon mal einfacher als das traditionelle Wash and Go mit Locken. Die Grundlage für jede Haarpflege ist definitiv die Haarwäsche. Hierfür mache ich die Haare richtig schön nass. Für die Haarwäsche verwende ich von L'Oreal von der Produktlinie Botanicals Fresh Care das Shampoo mit Lavendelduft. Ich verwende eine sehr großzügige Menge, damit auch alle Cornrows dann nachher schön sauber werden. Und es riecht so wundervoll nach Lavendel. Es riecht tatsächlich schon so gut, dass ich... nee, lieber nicht. Man sollte das Produkt nicht essen, sondern schön über die Haare verteilen, so wie ich das hier mache. Einfach von vorne nach hinten schön das Shampoo verteilen, besonders auch zwischen den Cornrows, aber bloß nicht reiben, weil dadurch besteht die Gefahr dann, dass die Cornrows vielleicht schneller aufgehen und das wollen wir ja nicht. Und ich nehme noch eine zweite Portion, damit ich auch die Haare hinten schön einschamponieren kann. Ich habe in diesem Video meine Haare 3-mal hintereinander einschamponiert, damit sie auch wirklich sauber werden. Und den unteren Teil der Cornrows auf jeden Fall nicht reiben, sondern hier, so wie ich das mache, das Shampoo schön in die Haare hineinkneten. Nachdem das Shampoo schön verteilt ist, massiere ich das Shampoo zwischen meinen Cornrows und auch am Nacken schön mit den Fingern ein. Und das Ganze mache ich dann auch vorne. Ich nehme wirklich jede einzelne Reihe und massiere das Shampoo auch überall hinein, damit die Kopfhaut auch von jeglichem Schmutz befreit wird. Ich nehme mir dafür auch wirklich genug Zeit, damit die Cornrows auch schön erhalten bleiben. Und dann am Ende alles schön mit viel klarem Wasser nachspülen. So, das war die Haarwäsche, jetzt geht's weiter zum Stylen. Da durch die Cornrows die Kopfhaut frei liegt, kommt man nicht um eine Kopfhautpflege herum. Hierfür verwende ich von Carol Stolten Mimosa Hair Honey das Clarifying Scalp Treatment. Das hat am Ende so eine Spitze, die ich einfach aufdrehe und dann verteile ich zwischen den Cornrows das Gel. Schon beim Auftragen merke ich, es fühlt sich so gut an, denn es enthält Pfefferminze und diese erfrischt und belebt die Kopfhaut. Nach
dem Auftragen der Kopfhautpflege massiere ich das Gel schön ein. Für den unteren Teil der Cornrows verwende ich mein selbstgemachtes Leave-In-Spray, welches ich euch in meiner DIY-Serie gezeigt habe, den Link findet ihr oben übrigens, und verteile diese schön über den unteren Teil der Cornrows. Und weiter geht's mit einem Gel. Hierfür verwende ich mein selbstgemachtes Gel aus Chiasamen, welches ich euch ebenso in meiner DIY-Serie gezeigt habe, Link ist oben. Den verteile ich erstmal schön über die Handflächen und dann über die gesamten Cornrows. Das Gel ist wirklich leicht und sorgt dafür, dass auch die Cornrows sich nicht zu hart anfühlen. Und damit könnt ihr auch die ganzen abstehenden Haare bändigen. Ich nehme nochmals eine großzügige Menge des Gels und verteile diese einzeln über jedes einzelne Cornrow, das hinunterhängt. Denn auch hier kann ich dafür sorgen, dass dann weniger Haare abstehen. Um der ganzen Haarpflegeroutine nochmals ein gutes Finish zu geben, verwende ich ein Öl. Hierfür verwende ich das Jamaican Black Castor Oil, was ich euch schon einmal in meinem Wash & Go gezeigt habe, und verteile diese über den unteren Teil der Cornrows. Und jetzt wird es Zeit, die Cornrows trocknen zu lassen. Das kann eine Weile dauern. Und tada! Hier bin ich wieder zurück. Die Haare habe ich jetzt nicht ganz trocknen lassen, weil dadurch, dass es ja Cornrows sind, brauchen sie doch schon etwas mehr Zeit, um komplett trocken zu werden. Aber ihr könnt ja auch schon sehen, sie sehen auf jeden Fall besser geformter aus, würde ich jetzt sagen. Also nicht mehr so viele abstehende Haare, aber das konnte ich gut durch das Gel bändigen. Aber wahrscheinlich sieht spätestens morgen wieder alles aus wie vorher, weil gerade durch die Reibung auch nachts dann stehen wieder mehr Haare ab. Aber ich muss sagen, die Cornrows, also sie fühlen sich auf jeden Fall wieder besser an und die Kopfhaut fühlt sich auch wieder viel sauberer an, weil dadurch, dass ja durch die Cornrows ja die Kopfhaut ja exposed ist es doch schon sehr gewöhnungsbedürftig am Anfang. Also gerade wenn man das erste Mal Cornrows macht, dann hat man ständig mit einer juckenden Kopfhaut zu kämpfen. Gerade in der ersten Woche, wo ich Cornrows hatte, musste ich mich sehr daran gewöhnen, denn die Kopfhaut juckt doch auch mal sehr schnell, denn das liegt daran, dass die Kopfhaut bis dahin noch nie Sonne oder Wind gespürt hat. Und deswegen, ja, kann das schon mal auch ein bisschen unangenehm sein, aber dann spätestens nach dem ersten Waschen dann werdet ihr schnell feststellen, dass die Haare und dass die Kopfhaut sich einfach wieder gut anfühlen. Ja, also es steht einfach weniger Haare ab, also die Haare, die abstehen, die konnte ich durch das Gel sehr gut nach hinten bringen. Und sonst jetzt liegen die Cornrows jetzt auch mittlerweile wieder etwas flacher nach unten, weil ich trage sehr gerne einen Zopf manchmal, und zwar den mache ich dann circa so oder so einen kleinen Bun, und gerade dadurch, weil ich dann die ganze Zeit so einen Dutt habe, ist dann irgendwann ein Knick zwischen der Kopfhaut und den Stellen, die hinunterhängen, und das da ist jetzt eben weg. Hier kann man zum Beispiel sehen, dass die Flyaways noch immer da sind, aber dagegen kann man ja ganz wenig machen, weil wenn sie einmal abstehen, dann ist es auch schwer, sie wieder in den Zopf zurückzubekommen, aber durch das Gel konnte ich sie einigermaßen fester hinbekommen, so dass sie sich jetzt nicht weiter so schnell lösen werden. Ja, so, das ist das Wash & Go zu den Cornrows. Also ich persönlich finde, es ist auf jeden Fall viel einfacher, als wenn man das mit Locken macht. Ihr habt ja schon bereits bei der Haarwäsche gesehen, dass ich nur das Shampoo verwendet habe. Ich habe keinen Conditioner verwendet, ich habe keine Maske verwendet, habe ich alles ausgelassen.
Weil mit Conditioner würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen, die Cornrows zu waschen, weil dadurch werden die Haare weicher und dann kann es eventuell sein, dass die Gummibänder ganz am Ende sich dann von den Haaren lösen und das wollt ihr ja nicht. So, meine Lieben, das war die Pflege für die Cornrows. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst es mich bitte unten in den Kommentaren wissen, wenn ihr Fragen, Anregungen, Kritik oder sonstiges habt. Beziehungsweise wenn ihr auch mal selber Cornrows hattet, dann lasst es mich bitte unten auch wissen. Ich hoffe, dass es euch allen weiterhin gut gehen wird und ich freue mich dann auch schon auf das nächste Video mit euch. Ansonsten, wie immer, folgt mir hier bei diesen sozialen Netzwerken und ich freue mich nächstes Mal auf euch wieder. Bis dahin, bleibt sicher. Tschüss! Und übrigens, gerade an wirklich sonnigen Tagen sollte man auch die Haare vor der Sonne schützen und die Kopfhaut natürlich. Hierfür verwende ich von Malibu das Clear Hair and Scalp Treatment und das hilft sehr gut, damit man nicht so schnell einen Sonnenbrand auf der Kopfhaut bekommt, beziehungsweise dass sich die Haare nicht so schnell austrocknen von der Sonne. Und das ist auch ganz einfach in der Verwendung. 30 Minuten bevor ihr das Haus verlässt, solltet ihr ein paar Spritzer auf die Haare geben, so hier. Und natürlich auch die hinteren Haare nicht vergessen. Und das könnt ihr auch schön großzügig überall verteilen. Und fühlt sich so schön erfrischend auf der Kopfhaut an.